Moin, ihr Landratten. Moin. Herzlich willkommen. Welche Kamera haben wir denn jetzt? Wir haben die. Okay. Genau. Wir sind jetzt heute so viele Kameras, ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Es sind 3. Haben wir letztes Mal aber nicht so viele. Nee, wir haben ja jetzt noch eine zweite Weitwinkel aus dem Fenster. Okay. Aber die zeigt ja in die andere Richtung. Gut. Herzlich willkommen von Deck 7. Die meisten von euch haben es ja schon mitbekommen. Wir haben jetzt mittlerweile hier ein wunderschönes Büro. Naja, wunderschön ist es noch nicht. Es braucht noch ein bisschen Pflege, was Innenausstattung angeht. Aber wir haben natürlich einen wunderbaren Blick aus dem Fenster. Gleich mal vorweg, es gibt immer noch ein kleines bisschen Probleme im Ton. Wir haben jetzt etwas getestet. Ich habe jetzt mal hier ein Mikro, was näher am Mund ist. Das halt nicht so. Ein zweites ist bestellt, aber ihr wisst ja, wie das ist, kurz vor Weihnachten mit den Lieferdiensten. Sollte eigentlich heute kommen. Kann sein, dass es bei Tanja auf dem Mikrofon noch ein bisschen halt. Es kann auch sein, dass ich Tanja gleich ein bisschen lauter machen muss. Das müsst ihr mal Okay, wir können das ja gleich mal testen. Genau, das könnt ihr ja gleich mal sagen. Also ich schätze mal, Tanja wird ein bisschen leise sein. Ein Kreuzfahrer haben wir schon verpasst, ne? Ja, die Otto Sverdrup, die ist eben, als wir angekommen sind, schon rausgegangen. Aber wir haben ja trotzdem heute 2, denn die Aida Nova, für uns gut, musste ihre Reise frühzeitig beenden bzw. schneller nach Hamburg kommen aufgrund der Wetterlage und soll, ja, also wenn die Queen Anne raus ist, soll die Aida Nova irgendwann kommen. Ich habe eben auch schon gelesen, dass die bei Elbcam war. Also, ja, also so weit weg ist sie nicht mehr. Ist für uns natürlich gut, schade für die Gäste, dass das so ein bisschen holter die Polter geht, aber klar, Sicherheit geht natürlich letztendlich vor, ne? Ja, also Gabi schreibt, Tanja ist leise. Das will ich mal gerade beheben und will mal gucken, ob ich mal Tanja auf die Schnelle etwas lauter bekomme. Das habe ich mir nämlich schon gedacht. Naja, aber du redest ja eh immer ein bisschen lauter, also musst du mich vielleicht nicht ganz so laut machen. Na, wir probieren das mal aus. Doch, ich muss dich lauter machen, weil du leiser redest. Ja, aber nicht, dass es nachher zu laut ist, meine ich, weißt du? Nein, ja. Ich denke, den Leuten so ins Ohr brüllen, ist ja auch furchtbar. Ja, Titus fragt, wo sind wir denn heute? Ja, wir sind in unserem neuen Hafenbüro oder Hafenstudio. Wir haben es Deck 7 genannt, weil es die 7. Etage ist, in der großen Elbchaussee quasi. Ihr seht das ja hier direkt gegenüber vom Tollerort und vom Cruise Gate in Steinwerder. Wir hatten letzte Woche hier so einen kleinen Eröffnungsstream gemacht. Und ja, heute freuen wir uns, dass wir nicht draußen stehen müssen. Wobei, es regnet nicht. Ja, also so, heute wäre es auch noch gegangen, weil so kalt ist es nicht. Es geht noch, ne? Ja, aber das große Glück ist natürlich, dass wir hier nicht im Wind stehen. Ne? Das ist der ganz, ganz große Vorteil. So, und es geht hier auch schon wieder los. Auf Twitch habe ich gesehen, Krawuzzi lässt im 5. Monat ein Abo da. Ganz lieben Dank. Dann hatten wir... Genau, und Jenny ist jetzt auch bei uns auf dem Kanal. Reeperbahn-Mitglied. Herzlich willkommen. Und Heike auch. Und Heike, ein neues Fischmarkt-Mitglied. Außerdem haben wir dann noch vielen den L4W Bring 3R Whatever. Auch an dich ein herzliches Dankeschön. Willkommen im 4. Monat auf Twitch. Micha73 mit 200 Bits dabei. Dankeschön. Und der Christian Ladwig lässt ebenfalls im 2. Monat sein Twitch-Abo da. Ich muss hier immer so ein bisschen nebenbei noch mal bei Instagram gucken, aber ich muss gleich noch mal zum Fischmarktanleger. Ich muss noch wieder was ausliefern. Wir sind noch nicht alle Weihnachtstüten für die Fährenfahrer also irgendwie los. du wirst sie nicht los, ne? Wenn du was mitbringen sollst. Ich hatte sie gestern beide hier. Wir haben gestern hier auch noch ein bisschen getestet, aber ja, das Problem war, alle hatten Feierabend. Zumindest die, die noch keine Tüte hatten. Ja, und jetzt gucken wir, ob wir zumindest einen noch gleich abpassen können. Hansi Seehund ist auch wieder da mit 23,99. Liebe Grüße auch an Mike und Thea. Und er schreibt, ahoi, ich möchte der Community Danke sagen, dass ich ein Teil von euch sein darf. Ganz lieben Dank an das komplette Hamburg Hafen Live-Team. Ein frohes Adventswochenende von Hansi und Familie. Oh, das ist aber lieb gesagt, ne? Ganz lieben Dank zurück an Hansi, Thea und Mike. An die ganze Bande. Ja, so ich denke, guck mal, ich habe hier, ich hätte heute einen Wunsch, bitte einmal das Geburtstagshorn. Die Susanne wünscht sich das. Da können wir gleich mal ausprobieren, ob das denn wenigstens funktioniert hier. Also dann sagen wir auf jeden Fall mal herzlichen Glückwunsch an die Geburtstagskinder und speziell die Susanne heute.
Hat das jetzt funktioniert? Ich wollte jetzt nicht reinreden. Doch, das müsste funktioniert haben. Okay. Ich denke, das Sehr hat gut. funktioniert. Sehr So, gut. hier fährt gerade ein Schleppi vorbei, der ist aber wirklich stockduster. Gegenüber haben wir die OOCL Dänemark übrigens liegen. Baujahr 2024. Die ist gestern reingekommen, als wir hier ein bisschen getestet haben. Und du ja, sagst ja, der Blick war sensationell von hier oben. also das ne? war, ich war ein bisschen traurig, dass wir keinen regulären Livestream gemacht haben. Aber meinst du denn, dass du jetzt bei jedem 400 Meter Schiff hierher fahren? Ja, ne? Eigentlich ja. Also ne? der Blick von hier oben und dann so leicht von oben drauf. Also das war wirklich echt so ein bisschen schade, dass wir das nicht als Livestream bringen konnten. Aber wir mussten halt gestern dringend noch ein bisschen was testen. Du kannst ja mal fragen, wer das möchte. Das ist mehr fürs wenn die 400 Meter Schiffe kommen. Und Tapsi ist auch da. Moin Tapsi. Und schon einen Monat bei uns auf dem Kanal. Als Mitglied Moin. dabei. Moin. So. So, ich muss mich hier auch noch ein bisschen eingrooven. Das ist ja eine völlig neue Perspektive für mich von hier oben. So, jetzt Future Lady. Jetzt muss ich vielleicht gleich los. Du musst gleich los? Ja, ich okay. glaube. So. Future Lady, auf jeden Fall lieben Dank, ist jetzt auch schon im 5. Monat dabei. Dankeschön. 3 Minuten. Warte Und mal. genauso der Schetheit, auch Ja. 5 Monate im Hamburg Hafen Live. 10. So. Bei Hamburg Hafen Live auf Twitch. Dankeschön. Fuzzy Joe schickt da nochmal 300 Bits. Dankeschön. Ach guck mal, ich habe doch jetzt auch eine zweite Kamera, auf die ich umschalten kann. Also ich gehe jetzt los. Ne? Kannst du mir Okay. mein Mikro abnehmen? Mikro? ausmachen? Ja. Ja, Sekunde. Bin gleich wieder da. So, dann kann ich hier noch ein bisschen Kameraführung aus dem Fenster üben. Hier haben wir einen Boluda Tausch Schlepper. Fuzzy Joe, 300 Bits hatten wir eben. Dann kommen noch aus Berlin, anonym, für ein Bild an der Bürowand 5 Euro. Ja, ganz lieben Dank. Also Bilder sollen hier definitiv noch hin. Es gibt, glaube ich, sogar so Bilder auf so Akustikstoff, also dass die auch noch mal so ein bisschen den Hall schlucken. Ich glaube, nach sowas muss ich mich mal umschauen. Dann der Little Soul Star mit 100 Bits. Dankeschön. Und der Speedminister verschenkt 5 Subs auf Twitch. Ganz, ganz lieben Dank. Sebastian Kolze meldet, das müsste VW Mercury sein. Dankeschön. Konnte ich jetzt leider nicht erkennen von hier aus. So, und dann können wir ja mal rüber gucken zur Queen N. Ist das 2. Mal in Hamburg, die Queen N. Wann sie das erste Mal da war, habe ich schon wieder vergessen, aber ihr wisst das mit Sicherheit. Ist noch ziemlich neu, Baujahr 2024 oder zumindest 2024 in Dienst gestellt. Die Kiellegung, die war schon davor. Ich muss mal gerade gucken. Ich habe ja auch hier so ein klein bisschen Wikipedia. 322 Meter lang ist sie und hat eine Breite von 35 Metern, eine Höchstgeschwindigkeit von 22 Knoten und es gehen knapp 3000 Passagiere drauf, auf die Queen N. Schwester, also wirklich Schwesterschiff ja nicht, aber ich sag mal, auch eine Königin von der Cunard Reederei. Ja, Queen Mary gibt es, Queen Victoria, Queen Anne. Wer war denn die 4.? Queen Elizabeth? Ja, ich glaube, die Queen Victoria, die kommt Anfang Januar. Der Nebelwerfer, der haut auch nochmal 5 Subs raus auf Twitch. Ganz lieben Dank dafür. Friedhelm haut auch noch einen Sub raus. Danke dir dafür. Dann haben wir noch den Schwarzbart Jürgen mit 200 Bits. Danke dir, Jürgen. Und Ian McF ist im 4. Monat auf Twitch dabei. Danke, danke. Mike fragt nochmal über 2,49, ob wir Dr. Schröder grüßen können. Natürlich, liebe Grüße an den lieben Dr. Schröder. Und dann der Holgi mit
5 Euro, Superchat, Dankeschön. Ja, und der Hinweis, dass das Mikro von Tanja noch nicht optimal ist, das hatten wir ja eben am Anfang erklärt, Holgi. Musste noch mal ein kleines Stück zurückspulen, da haben wir erklärt, was gerade noch das Problem im Ton ist. Das Problem war UPS, also das heißt, wir haben noch ein Mikro, was ein bisschen halt und was ein bisschen dumpf jetzt klingt. Das eine, ich hatte erst eins zum Testen bestellt, das habe ich jetzt. Und ja, das zweite, das sollte heute kommen bis 16:45 Uhr. Aber nun, wenn das das einzige Problem ist, dann ist, glaube ich, alles in Ordnung. Dann kommen noch liebe Grüße aus Wasserburg von Danny und Anja. Dankeschön. Kari Beltaulur, 200 Bits auf Twitch. Dankeschön. Und der Jürgen haut nochmal 200 Bits raus mit einem Gruß für schöne Feiertage. Ganz lieben Dank. Rausgehen soll die Queen N um 19:30 Uhr laut Plan. Die AIDA Nova soll um 21:30 Uhr fest sein. Vielleicht sehen wir es ja heute auch, dass die AIDA Nova gedreht wird, denn meistens werden die AIDA-Schiffe ja bei der Ankunft gedreht und ja, in den meisten Fällen kriegen wir das nicht mit, weil das natürlich in aller Herrgottsörligkeit ist. Aber das könnte heute natürlich gerade aus dieser Perspektive schon sehr, sehr interessant werden. Freue ich mich schon drauf. Genau, ihr schreibt es auch nochmal im Chat, wegen schlechtem Wetter bzw. Sturm auf der Nordsee kommt die AIDA Nova eher rein. Schade für die Gäste, gut für uns. Markus Peiska verschenkt noch eine Mitgliedschaft. Danke dir, Markus. Und unser Kölner Kai ist mit 5 Euro dabei. Dankeschön. Und er schreibt, schönes Wochenende, letzter Tag in Arbeit, bis zum 6.1. Ja, dann wünsche ich dir auf jeden Fall einen schönen Urlaub, mein Lieber. Können wir gucken, ob wir Tanja da unten sehen. Denn die müsste gleich da unten auf dem Anleger Fischmarkt erscheinen. Leider komme ich nicht ganz rum. Ich bin noch am gucken, ob ich hier mir noch einen kleinen Adapter bastel, dass der Stativkopf noch mal so 5 cm weiter nach vorne kommt. Ihr seht, jetzt bin ich links schon an der Wand mit dem Stativ im Fenster. Aber mal gucken, da gibt es so einen kleinen Adapter. 5 cm würden, glaube ich, vollkommen ausreichen. Und das ist der Blick in Richtung Elbphilharmonie. Sascha Schmidt, ganz lieben Dank auch an dich für eine verschenkte Mitgliedschaft. 10 Monate Fischmarkt feiert Markus Northlight. Und er fragt, gibt es eine Aufklärung zum Standort? Markus, haben wir am Anfang gesagt und in dem letzten Stream am Sonntag. Aber wir sagen es natürlich gerne nochmal. Wir sind in unserem neuen Büro. Wir haben es Deck 7 genannt, weil es die 7. Etage ist. Und ja, der Unterschied zu dem Standort Seemannsmission ist halt, dass wir ein bisschen höher sind. Ansonsten ist es ungefähr Seemannsmission. Holgi, 15 Monate Fischmarkt. Dankeschön. Und mach mal einen Punkt. Ist jetzt im 5. Monat auf Twitch dabei. Danke, danke, danke. Ich denke mal, viele von euch haben jetzt so langsam dann mal Urlaub. Ich muss erstmal einen Schluck trinken. Eine berechtigte Frage sehe ich von Wookie. Was ist denn eigentlich mit der Amadea? Kann ich euch gleich zeigen. Die ist auch schon da. Da unten sind sie. Ah nee, so. Krawatte, Kelch und Tanja. Die Amadea ist auch schon da, die liegt in Altona. Ich werde gleich mal einen U-Turn machen mit der Kamera. Und dann kann ich euch die zeigen, aber die geht erst morgen raus. Also morgen könnten wir schon wieder Kreuzfahrer machen.
So, jetzt können wir mittlerweile hier auch auf eine andere Kamera umschalten. Da müsst ihr nicht diesen ganzen U-Turn hier mitmachen. Und hier sind wir auf der anderen Seite. Das ist der Blick dann nach rechts oder Steuerbord von Deck 7. Da liegt die Amadea. Die ist heute im Laufe des Tages gekommen. Wann genau, habe ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht verfolgt. Und planmäßig geht die, glaube ich, morgen Abend raus. Fienchen verschenkt auch noch eine Mitgliedschaft. Dankeschön. Ganz lieben Dank dafür. Und Jürgen Barz, 5 € Beihilfe für einen Stativadapter. Ja, Jürgen, da kommt was. Also wie gesagt, das müssen echt nur ein paar Zentimeter sein, damit ich etwas mehr hier mit der Kamera rauskomme. Darf auch nicht zu lang sein, soll ja nicht überhängen, aber das funktioniert ganz gut. Problem ist halt jetzt so ein bisschen mit Weihnachten, da ist das halt mit Lieferdiensten alles so ein bisschen schwierig. Geduld, Geduld, Geduld. Und der TV-Pet ist jetzt auch Fischmarkt-Mitglied. Dankeschön. Dennis schreibt, dass die Amadea heute Morgen zwischen 6 und 8 Uhr kam. Danke dir für die Info. Ja, wir können ja nochmal aufs Containerterminal gehen. Mit der OOCL Dänemark, auch ein neues Schiff. Müsste eigentlich ein Erstanlauf sein. Korrigiert mich da bitte, wenn ich da falsch liege. Ja, also da freue ich mich schon drauf. Also gestern die Drehung hier direkt vor dem Fenster, während wir getestet haben. Also echt ein ganz, ganz toller Blick. Also man kann wirklich fast von oben auf die Back gucken. Also ein richtig toller Blickwinkel. Asterix ist auch da und lässt 2 € Superchat da. Dankeschön. Und der Merowinger ist dann im 3. Monat auf Twitch dabei. Danke. Da haben wir die heiße Ecke. Ich weiß gar nicht, fährt Krawatte-Kelch die gerade? Will der jetzt etwa hier ein 360 machen oder was? Ich muss mal die Kamera heller stellen. Auf jeden Fall fährt er einen kleinen Schlenker. Scheinen noch keine Gäste an Bord zu sein. Jawohl! Die erste Fährenpirouette. Sensationell. Ein neues Fischmarktmitglied ist der Sven. Herzlich willkommen. Ah, Dende reklamiert das gleich, kommen alle nicht ans Original ran. Lieber Dende, ich denke, wir werden dich auch oft genug hier sehen. Luis fragt, ob die Nova vor 23 Uhr kommt. Also, fest sein soll sie 21:30 Uhr und sie wurde auch schon so vor einer halben Stunde an der Elbcam Grauerort entdeckt. Also, ich würde mal sagen, nach meinen Berechnungen werden wir die hier so 20:30 vielleicht vor der Kamera haben. Kommt das hin? Ihr könnt ja gerne mal ein bisschen nachrechnen und messen, wo sie sich gerade befindet. Arthur ist da. Arthur, mein Lieber. Der schreibt, er hat sogar gewunken. Ja, was mir auch noch fehlt, ist ein etwas größerer Kontrollmonitor. Also hier ein Monitor, auf dem ich selber dann das Bild nochmal sehe. Aber kommt Zeit, kommt Rat. Dann kann ich vielleicht auch sehen, wenn jemand winkt.
16 Monate Speicherstadtmitglied, der liebe Markus Pape. Dankeschön. Und er schickt nochmal Glückwünsche zu Deck 7. Toller Ausblick mit neuen Möglichkeiten. Ja, die neuen Möglichkeiten, die sind natürlich das Beste. Also einer unserer Hauptpläne ist natürlich, dass wir hier dann auch Gäste begrüßen dürfen. Wir machen hier so eine kleine Ecke, irgendwie ein paar Sessel oder ein Sofa hin und da wollen wir dann auch vielleicht mal den einen oder anderen Gast interviewen. Aber braucht alles noch. Also hier sind noch keine Möbel großartig drin. Ja, Jürgen schreibt auch einen Monitor für einen Wesselfinder. Ja, am liebsten hätte ich hier in der Tat einen großen Monitor für einen Wesselfinder und einen zweiten großen Monitor, wo, wenn mal Gäste da sind, das Streambild mitläuft. AIDA ist bei Wedel. Ja, dann könnte das ja hinkommen. Also die Queen Anne muss definitiv raus, weil die Nova dahin möchte. Ansonsten ist hier alles belegt. Von daher gehe ich auch mal davon aus, dass die Queen Anne sich nicht lange bitten lassen wird. Und das könnte sein, dass das dann wirklich Schlag auf Schlag geht. Ob wir hier die Begegnung sehen, das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Aber wir schauen mal. Oh, was sehe ich denn da unten? Schnell einmal rumschwenken. Unsere Freunde, die Festmacher. Bei dem ersten Stream hier haben wir es ja auch erwähnt. Das heißt natürlich nicht, dass wir jetzt nur noch von hier streamen und uns auf die faule, warme Haut zurückziehen. Gerade alles, was so an Containerschiffverkehr ist, das spielt sich natürlich in erster Linie in Waltershof ab. Ich bin wieder da. Und das werden wir natürlich weitermachen. So, hier dein Mikro. So, jetzt habe ich auch genug Sport gemacht für heute. Ne? Rauf und runter so. Jetzt bin ich Aber auch die entspannt. Treppen hast du nicht genommen, oder? Nee, besser nicht. Habt ihr uns wieder gesehen? Ja, haben wir. Und er hat auch eben hier eine Pirouette Ja. noch gedreht. War richtig cool. Cool. Ja, Richtig klasse, danke. ja. So, ich weiß auch gar nicht mehr, wo ich stehen geblieben war. Der Oberweser hat noch eine Mitgliedschaft verschenkt. Dankeschön. 3 Monate Fischmarkt von dem lieben Jens Riemer. Der wünscht ein schönes vorweihnachtliches Wochenende. Und unser Kölner Kai, eine Kontrollmonitoranzahlung. Dankeschön. Dann haben wir den Patrick, ein neues Fischmarktmitglied. Patrick, aber mit GQ am Ende geschrieben. Schreibst du dich wirklich so? Oder ist das jetzt einfach, weil Patrick mit CK nicht frei war? Das finde ich ja auf jeden Fall eine interessante Schreibweise. 13 Monate Reeperbahn von der lieben Bibi Ocean. Dankeschön. Dankeschön. 17 Monate Speicherstadt Matze 3089 und schreibt, bin immer noch mit Begeisterung dabei. Tolle Streams. Tanja und Paddy, unschlagbar. Die Mods und die Community. You are the best. Dankeschön. Dann haben wir 4 Monate Fischmarkt von Thomas Schwarz Fotografie. Danke auch an dich. Er schreibt auch, geniale Aussicht. Ja, das ist so. 5 Euro von dem lieben Volker mit Grüßen an das ganze Hamburg Hafen Live-Team und die Runde aus Krefeld. 2 Euro dann nochmal von der Bunny. Danke auch an dich. Und Petra Krogel ist jetzt Speicherstadtmitglied. Dankeschön. Ja, also machen kann man hier viel technisch. Das Wichtige ist, dass es erstmal grundsätzlich läuft und dann so nach und nach, wenn ich all meine Wünsche auf einmal verwirklichen würde,
dann wird es zu schnell langweilig und auch leider zu schnell zu teuer. Von daher muss das alles so ein bisschen Step by Step gehen. Und ich glaube, es macht aber auch viel mehr Spaß, wenn man das so langsam entwickelt, als wenn man jetzt sagt, man geht einfach in den Laden, kauft alles und dann holter die Polter, funktioniert das. Asterix schickt nochmal 2 Euro und schreibt, ich habe einen Beamer, den du gerne haben kannst. Asterix, den Beamer brauchst du da selber, deinen 500 Zoll 8K. 8K. Ja. Obwohl Platz genug dafür hätten wir, also von der, von der Bandbreite. Aber ich möchte hier nicht mit dem Beamer arbeiten, wenn dann lieber mit einem Monitor oder einem Fernseher. Sag mal, ist denn die andere Kamera da noch an? Die ist noch an, willst du dich zeigen? Nee, ich frage jetzt nur so generell. Ach, du wolltest dich da jetzt so ein bisschen gemütlich hinsetzen. Ja, Naja, die ist du bist nur im Bild, wenn ich jetzt auf die 2 drücke. Ach so, mir ist es ja egal, aber dann kann ich mich ja wenigstens so hinsetzen, dass die Leute mich nicht die ganze Zeit von hinten oder von der Seite sehen. Das war halt nur so die Frage. So. So, es blinkt auch da hinten schon. Das könnte ein Festmacherauto sein. Torben. Auch schon seit 13 Monaten dabei, Torben. Dankeschön. Wahnsinn. Danke. Danke. Und 19 Monate, Julchen 05. Dankeschön für die tolle Unterhaltung in 2024. Oh, guck mal, für ein Bürohundekörbchen, wie süß. Asyr fragt auf Twitch, inwiefern ist es eigentlich schlecht für die Kreuzfahrer, früh im Hafen zu sein? Einfahrt in den Hafen ist eigentlich immer spannend und abends auf die Stadtlichter schauen etc. Die werden ja nicht von Bord gejagt. Also ehrlich gesagt weiß ich gar nicht, was das genau für Vor- und Nachteile hat, aber die Reedereien, die haben halt so ihre Zeitpläne und meistens ist das halt so getaktet, dass die früh morgens in die Häfen kommen und dann abends wieder rausfahren. Denke mal, in den meisten Fällen wird das so vom Timing her sein, dass die dann einen Tag, also dass die quasi über Nacht fahren, morgens im Hafen sind, dann Zeit haben für Landgang und Ausflüge und abends wieder abfahren. Das würde ich jetzt mal so als den typischen Rhythmus vermuten. Aber ihr wisst ja, ich bin noch Kreuzfahrer-Jungfrau. Von daher kann ich euch das nicht mit Sicherheit Aber weißt du, was ich denke? Wenn wir jetzt unerwartet jetzt hier in Hamburg ankommen abends, ne? Dann wird da richtig Party machen, oder? Ja, die können können auch gerne gleich hier ein bisschen rumhupen. Du, und der Torben schreibt, der Captain Danova hat wohl ein Hornbattle mit der Queen Anne angekündigt. Ja, das wäre natürlich cool. Ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass wir da nicht viel von mitkriegen, weil die werden sich ja nicht hier direkt vor unserer Nase treffen. Na, aber das könnte man ja vielleicht noch mal fragen, ob das möglich wäre. Meinst du, die sollen einfach Hallo, mal hier Herr Kapitän, direkt? Genau, aber ich meine, hier ist doch genug Platz. Wenn die hier ein 400-Meter-Schiff drehen, dann müssten doch irgendwie 2 Kreuzfahrer. Passen da auch 2 340-Meter-Schiffe hin, ne? Naja, man kann das ja so ein bisschen, Sie können ja da reinfahren. Also ist mir ja egal, wo Sie das machen. Hauptsache irgendwo, dass wir es hören. Lipperlotta haut auch nochmal 5 Euro raus für Bürohundekörbchen. Ja, unsere Hunde, die können wir natürlich dann auch irgendwann mal mitnehmen. Die werden hier das ganze Bürogemeinschaft aufmischen. Ja, das Problem ist so ein bisschen, dass dass man hier so schlecht die Hunde mal irgendwie pischern lassen kann. Und sie pinkeln auch gerne auf Teppich. Ja, der eine zumindest, ne? Da haben sie hier die freie Auswahl. Nein, das passiert natürlich nicht. Es liegt an deiner schlechten Erziehung. Zum Thema Hundeerziehung sage ich jetzt lieber nichts. Verstehe ich jetzt nicht. Malte ist auch da. Moin Malte. Moin Malte. Ich glaube, wir müssen uns hier auch noch anders organisieren. Weißt du, was nämlich besser wäre? Wenn du da stehst. Im Moment geht das nicht, weil da noch dieses Stativ von dem Hintergrund steht. Aber weißt du, dann können wir uns besser unterhalten. Aber das machen wir demnächst, dass wir das hier nochmal umbauen. Ja. Und die Hafenpüppi. Denn Tanja steht jetzt hinter mir. Ist seit 17 Monaten dabei. Oh, sie würde sich als
Oder wir könnten sie als Hundesitter engagieren, ja gerne. Ja, das wäre doch was, Sie sind oder? auch ganz lieb. Also im Moment ist so ein bisschen das Problem, dass Tanja hinter mir steht, weil die Fenster, aus denen wir rausfilmen, ja nicht so wahnsinnig breit sind. Aber wir haben ja mehrere Fenster. Wir organisieren das noch ein bisschen um. Aber weißt du, was immer so komisch ist, wenn ich jetzt hier eben auch reingekommen bin? Ich kann das gar nicht glauben, dass wir das hier machen können. Ich denke immer, irgendwie kommt morgen Anne hier rein und sagt, ey, was wollt ihr denn hier? Das ist krass, ne? Das ist echt krass. Ich hab auch, hast du auch mal so ein bisschen Angst, wenn du hier reinkommst? So Angst, dass einer um die Ecke kommt und sagt, so, Schluss mit lustig. Das war ein Scherz. War ein netter Auftritt hier von euch, aber jetzt könnt ihr auch wieder gehen. Ja. Nein, die Hunde können nicht auf ein Katzenklo gehen. Kann man Hunde dazu erziehen, auf ein Katzenklo zu gehen? Ja, das geht. Aber weißt du, was Scampi mit dem Katzenklo macht? Die nimmt das ganze Ding auseinander. Ja, weil die denkt, dass irgendwas drin versteckt. Abgefahren fragt, wie wäre es, wenn ein Kreuzfahrer mal einen 540-Grad-Turn macht? Ja, das hatten wir ja in der Tat schon mal. Das war, glaube ich, Anfang des Jahres die AIDA Sol. Und da haben wir uns auch ein bisschen gewundert. Hinterher wurde ich aufgeklärt, dass die den Kompass kalibriert haben. Und zur Kompasskalibrierung mussten die sich tatsächlich zweimal oder sogar dreimal um die eigene Achse drehen. Ne? Also die haben uns gewundert, was 2 die oder da 3 machen, ne? 360s hier hingelegt. Das war schon ganz beeindruckend, fand ich. So, 19:32 Uhr. Ich kann ja mal gucken, ob wir mit dem Digitalzoom hier ein bisschen was reißen können. Bei Tageslicht haben wir dann natürlich das große Objektiv und damit dann natürlich noch mehr Möglichkeiten mit dem Zoom. Da steht zumindest schon jemand an den Leinen. Also Stefan schreibt auch, er hat die AIDA in Wedel schon gehört. Also die hat da auch schon ein Horn da gelassen. Der hat schon mal geübt, wenn er gleich hier vor unserer Nase das Battle macht. Gestern, als wir hier getestet haben, gab es sogar von der OOCL ein Horn, von einem Echt? Containerschiff. Oh, schade. Janine hat ein Upgrade durchgeführt auf Speicherstadt. Dankeschön. Dankeschön. Und Honda schreibt, das Bild ist wieder mega scharf. Das freut mich. Das freut mich. Dankeschön. Könnt ihr auch einfach so diese Hafengeräusche von hier unten, das ist so klasse, ne? Bitte? Diese Hafengeräusche, die jetzt... Ja, ne? Das ist... Ich hoffe, dass es auch mit dem Wind geht. Was uns definitiv auch noch fehlt, ist ein zweites Außenmikrofon. Denn dadurch, dass wir jetzt in dem Büro stehen, mussten wir noch ein Mikrofon quasi als Atmo-Mikrofon installieren. Da müssen wir aber wahrscheinlich auch noch mal was tun, was den Windschutz angeht. Ich glaube aber, heute geht es. Könnt ihr ja mal sagen, ob ihr arge Windgeräusche wahrnehmt. Auf jeden Fall müssen wir da auch noch mal ein klein wenig aufrüsten. Und Klaus-Peter haut auch noch mal was mit in den Topf und trinkt erstmal schön Eierlikör. Ja, den nehme ich nächstes Mal auf, weiß Bescheid, ne? Kann schon mal einen kalt stellen. Schöner Eierlikör. Oh, lecker. Haben wir eigentlich noch mehr zu trinken? Ich habe irgendwie heute Ja. einen trockenen Mund. Ich habe noch ein Spezi und eine Apfelschorle. Oh, Spezi ist super. Willst du es jetzt? Ja. Dann hole ich das mal. Ich kann ja noch mal für alle, die es nicht gesehen haben, noch mal hier so einen kleinen Blick in das Büro. Also ihr seht, wir stehen hier halt am Fenster, haben hier insgesamt 4 Fenster. Nur in einem Fenster kann man halt nicht nebeneinander stehen. Dende meint, ein bisschen Wind ist zu hören, ja, aber wenn es dann noch windiger wird, dann könnte das halt ein bisschen problematisch werden. Deshalb. Jetzt kriege ich den Eierlikör nicht mehr so im Kopf. Prost!
Muss ja immer an den Fall denken, dass es mal ordentlich pustet. Der Peter übrigens, ne? Der macht immer selber Eierlikör oder diesen Eggnog. Unser Peter? Ja. Der hat heute auch Geburtstag. Der kriegt ja nachher nochmal ein Horn, ne? Ja, aber nur wenn er mal im Chat erscheint. Ja, so, wo Aber bist der du denn feiert hier? bestimmt. Ich glaube, Peter ist heute nicht im Chat. Und der macht den immer selber. Und letztes Jahr habe ich von Sandra zu Weihnachten diese Originalgläser gekriegt von Schöne Bescherung. Die haben noch diese Elchgläser, die können wir eigentlich mal, die haben wir auch letztes Jahr schon gehabt, weißt du, die kann ich noch mal wieder raussuchen. Die sind witzig. Ist auch wirklich irgendwie original, hat eine Freundin irgendwie besorgt von Sandra. Die bringe ich mal mit. Die nehmen wir Weihnachten mit für unseren Weihnachtsstream. Demian Arzt schreibt, Leinen gehen los. Ich habe jetzt nicht drauf geachtet, aber ich vertraue euch da mal. Honda bestätigt es auch. Wissen wir denn auch, wo der Dampfer hinfährt? Ja, wo fährt die denn eigentlich hin, die Tja, das wäre doch auch vielleicht noch mal ganz Queen schön zu Anne? Das wissen. ist ja mal eine ganz interessante Frage. Trixie fragt was. Nach Southampton fährt sie. Oh, da würde ich auch gerne mitfahren. Das Ich ist schön. kann ja mal hier den... mal gucken, ob unser Wesselfinder funktioniert. Da, ja, der funktioniert. Trixie fragt, was ist denn das tiefste Horn vom Sound her? Hast du da irgendwie eins, das so richtig so... Oh, das weiß ich gar nicht. Wie ist denn hier das, was du so gerne hörst? Wie heißt denn das? Von welchem Schiff war denn das nochmal? Das ist auch so ein ganz altes. James R. Barker. Ja, Die ist auf jeden Fall klasse. Ja, das ist doch so ein richtig... Ja. Ich hau die mal raus, die James R. Barker. Ja, vorne sind auf jeden Fall Leinen los. Dann kann es jetzt nicht mehr lange dauern, bis es losgeht. NRW-Gamer fragt, ob wir Sonntag beim Auslaufen der Preziosa dabei sind. Also, wir können nicht nur heute Kreuzfahrer machen, wir können auch morgen Kreuzfahrer machen und wir können Sonntag Kreuzfahrer machen. Ich glaube, es sind jeden Tag 2 Stück da, beziehungsweise heute waren es sogar 3, nur die Ottosphäre-Druck, die haben wir verpasst. Jetzt können wir uns nur mit dem Wetter nicht mehr rausreden. Nö, aber wir machen das doch gerne hier. Also ist doch alles gut. Ist doch schön. Claudia fragt, ob wir hier Sachen im Büro stehen lassen können, ob abgeschlossen wird. Ja, natürlich können wir Sachen hier lassen. Problem ist natürlich, dass wir nicht alles doppelt haben, also gerade so Kameras und so weiter. Das haben wir natürlich nicht alles in doppelter und dreifacher Ausführung. Deshalb müssen wir schon immer ein bisschen was mitnehmen. Jaros fragt, ob das die Korvette Karlsruhe ist. Das kann ich dir nicht sagen. Das kann ich von hier aus nicht sehen. Vielleicht weiß der Dende das, wenn er noch da ist. Der fährt und schippert ja so oft durch den Hafen, der weiß eigentlich immer ganz gut, was hier so rumliegt. Der Peer haut 50 dänische Kronen für Hundeleckerlis raus. Dankeschön. Dankeschön. Und Pink Geli hat auch nochmal 5 Euro. Spezi. Gleich lieber ein Glühwein auf dem Weg nach Hause. Ja, Glühwein hatten wir ja vorgestern. Captain Numalfix schlägt vor, ein Bett ins Büro. Also ich sag mal irgendwie so ein Notbett. Naja, aber du fährst ja von hier nicht lange nach Hause, ne? Nee, Es stimmt. ist echt wirklich, ich meine, wie lange fährst du? Wenn abends Ja. nichts los ist, bist du in einer Viertelstunde zu Hause. Ja, ja. Also wenn kein Verkehr ist, geht das wirklich ruckzuck. Ja, wenn die Leinen los sind, kann das ja nicht mehr so lange dauern. Mal gucken, ob wir gleich ein Horn bekommen. Und wie gut was hören. Ja, sie bewegt sich langsam.
Thomas fragt, ob wir keinen U-Bahn-Anschluss haben. Doch, U-Bahn, S-Bahn haben wir sogar einen sehr guten, aber wir haben halt doch immer einiges so an Gerödel, was dabei ist. Der Bollerwagen ist eigentlich immer dabei. €5 für eine weitere Fahrt mit dem Riesenrad. Und das war schön da drin, ich sag euch das. Das müsst ihr machen, wenn ihr da Das war seid. wirklich nicht schlecht. Von der Hafenpüppi, Dankeschön. Guck mal, hier sind noch, glaube ich, Grüße für dich. Von Anna. Ich glaube, Anna kommt von Mexiko. Anna Morello. Can you send greetings to Patrick, Kira and Alex? Ja, greetings to Patrick, Kira and Alex. Ich glaube nicht, dass ich damit gemeint war. Robert, ganz lieben Dank. Das Lob habe ich gelesen. Das freut mich sehr. Das erfreut den Technik-Nerd. Er schreibt, die Schärfe des Bildes ist Endstufe. Auch hier sieht man wieder keine Schlepper, die helfen. Die Kreuzfahrer sind so wendig, die brauchen die im Normalfall nicht. Nur wenn halt wirklich richtig schlechtes Wetter ist, viel Wind, dann kann es schon mal sein, dass 1, 2 Schlepper zur Hilfe kommen. Aber im Normalfall sehen wir eher keine Schlepper. Du musst mich unbedingt daran erinnern, dass ich gleich ein Foto von hier oben mache, wenn sie rauskommt. Ja, ich glaube, dass der Chat da auch dran denkt. Ja. Guck mal, und der Stefan bestätigt auch nochmal, die 267 ist die Karlsruhe. Danke für die 2 Euro. Und Hafenpüppi hat auch noch mal was mit im Pott. Vielen, vielen Dank. Hatte ich nicht Hafenpüppi gerade? Ich habe das nicht so gehört. Ich stehe ja hinter dir. Ah, du, doppelt hält besser. Wann möchtest du das Foto denn machen, wenn das Schiff so... Ja, wenn die so ein bisschen, also am liebsten so leicht schräg mit so ein bisschen Lichtern vom Terminal, aber ich kann ja die Kamera schon mal bereitlegen. Damit der Chat auch weiß, wann sie dich informieren soll, dass du es zu tun hast. Ich leg die Fotokamera schon mal an das andere Fenster. Und Holgi hat auch noch mal was mit in den Pott und fragt, ob es in der Seemannsmission keinen Glühweinstand gibt. Das weiß ich gar nicht, das müsste man mal checken. Das wäre mal interessant. Und dann sagt dann, das wäre dann ein Grund für ein Doppelbett bei euch. Ja. Allerdings, ja, dann geht's nicht mehr nach Hause. Stefan, danke dir für 3 Monate auf dem Fischmarkt. Und Hobson sagt, sein Sohn ist auf der Aida Nova. Ach, Ja, dann sehen wir cool. den ja gleich. Und Demian Arz ist auch seit 9 Monaten Fischmarktmitglied. Dankeschön. Danke. Ja, eine Schlafcouch wäre... Ach, wir gucken mal, wie sich das entwickelt. Wie gesagt, wir haben es nicht so weit nach Hause. Aber danke für die ganzen tollen Ideen. Wir haben natürlich auch schon ganz viel geträumt, was man alles machen kann.
uns dreien gönnt Norm 728 noch einen Glühwein. Wer ist denn die Nummer 3 heute? Wir sind heute zu zweit, aber danke dir vielmals. Ach, ich nehme dann 2, macht auch nichts. Ja, 11,99, Dankeschön. Ich muss nicht mehr fahren. Vielen, Ja. vielen Dank. Parziman Twitch wird nicht vernachlässigt. Das Problem ist nur, dass ich immer nur sporadisch in den Chat gucke und dann kann es natürlich schon mal sein, dass was durchrutscht, aber ich sehe ja beide Chats auf dem gleichen Bildschirm, von daher fühle dich nicht vernachlässigt. Also wer Auf jetzt nicht Twitch. an Bord ist, ja, hat verloren, würde ich sagen. Ja. Auf geht die Reise. Guck mal, Smashcard Twitch schreibt, einfach eine der Villen an der Elbe kaufen. Ich habe sogar mal vor einiger Zeit ein Angebot bekommen von jemandem, der so ein Haus da hat. Und dann habe ich auch Fotos geschickt bekommen. Das Problem ist, dass diese ganzen Häuser und Villen, die können von oben auf die Elbe gucken, aber nicht nach rechts und links. Ist immer sofort, rechts und links hast du sofort Bäume. Aber du, ganz ehrlich, mir wird auch der Blick von vorne da reichen. Ich Ja, muss gar nicht Party. so nach links und rechts gucken. Ja, Parzi, Streamer haben immer Ausreden. Kennst du doch, bist doch selber einer. Ja, eine Hängematte wäre auch coole Deko übrigens. Ja. Es gibt doch auch so welche mit dem Ständer, ne? Kennst du die? So eine haben wir zu Hause, die kannst du dir hier super reinstellen. Onkel Roman fragt, ob eigentlich alle Containerbrücken da sind. Ja, aber die sind noch nicht alle abgeladen. Also ich glaube, das wäre jetzt mal so ein erstes Foto, was ich machen würde. Holgi Plum. Nee, Pium. Holgi Pium, nicht Plum. Danke dir nochmal für 2 Euro Superchat. Dankeschön. Und er schreibt ein Doppel-Trockendock auf Deck 7. Ja, das wäre was. Eulenspiegel schlägt vor, Schwester Hansen als Dauer-Co-Moderatorin zu nehmen. Ich weiß nicht, hält ja ob wir keiner das den aus. Zuschauern zumuten können. Die ist heute auch schon wieder feiern irgendwie. Ich dachte ja, vielleicht kommt sie noch mal vorbei, aber weg ist sie. Kalle Blom von Voss, seit 13 Monaten dabei. Dankeschön. Und er wurde gerade von dem Typhon in Wedel geweckt. Wie das funkelt, oder? Also ich kann mich gerade selber an dem Bild nicht satt sehen. Eigentlich sind ja die QNET-Schiffe immer gar nicht so toll beleuchtet, aber hier scheint es noch einiges an Reflexionen zu geben. Das sieht gerade richtig toll aus. Richtig schön. Ich mache noch ein Foto.
Remo sagt, wir wollen ein sensationell hören. Ja, sensationell. Da ist es. Pazi, ganz, ganz lieben Dank. 2 Euro. War das erste Horn hier auf Deck 7? Also wenn du das andere da nicht zuzählst, was du letztes Mal hattest. Das erste Kreuzfahrerhorn. Ja, auf jeden Fall. Ja, nur einmal, aber wir nehmen ja, was wir kriegen können. Oh, ich glaube, das muss ich noch fotografieren. Das ist eine schöne Perspektive. Toll mit den Lichtern. Da wird verlangt, dass du wieder Geld in die Spardose schmeißt, denn dann sensationell. Weißt du was? Die Spardose haben wir noch nicht, aber ich finde die Idee witzig. Du kriegst einfach hier so ganz viel Kleingeld in deine Jacke. Die Spardose, die stellen wir hier auf deinen Techniktisch und dann kannst du immer was reinschmeißen. Ja. Das ist noch eine gute Idee. Und am Ende des Jahres kriegt die Hälfte die Seemannsmission und die Hälfte das Tierheim. Das finde ich eine gute Idee. Finde ich richtig genial. Das machen wir. So lustig. Es gibt doch, kennst du diese Spardose? Das ist so ein Hund und immer wenn du da was reinschmeißt, dann freut er sich richtig. Aber ich glaube, das ist so laut. Das ist so lustig, das Ding. Das habe ich doch Sandra irgendwie auch mal geschenkt mit einer Katze. Das besorge ich mal. Dann ist hier noch die Frage, ob gerade auflaufendes Wasser ist. Ich würde sagen, ja. Nach der Strömung zu urteilen. Im 5. Monat mit einem Twitch-Abo dabei. Baxim Rogers. Dankeschön. Thomas ist auch da. Unser Fluggesellschafter. Fluggesellschaft. Moin. Patrick schreibt Flut in 15 Minuten. Also rein von der Strömung würde ich sagen, dass das Wasser schon langsam aufläuft. Der Ackerbengel fragt, wo Schwester Hansen heute Abend ist. Ja, irgendwo feiern. Feiern. Du, irgendwo, wo es Glühwein gibt oder irgendwo, wo es Alkohol gibt und wo man tanzen kann. Aber weißt du was? Dieses Jahr sind die Weihnachtsmärkte in Hamburg gar nicht mehr bis zum 30.12. offen. Es waren so einige Weihnachtsmärkte, die tatsächlich noch bis zum 30. auf hatten. Aber es gibt doch meistens immer so 1, 2 Märkte, Ja, die... habe ich alles Gar nachgeguckt? Nein, kein.
Also das finde Verdammt. ich jetzt irgendwie nicht so schön. Ich habe gedacht, Verdammt. so, was machen wir nochmal? Naja, müssen wir morgen nochmal los. Oder Montag. Asterix haut 2 Euro raus, das erste Geld für die Spardose. Danke dir. Und Bahnfilmer Andi, auch nochmal 2 Euro. Er zitiert Carla Kolumna. Sensationell. Carla Kolumna war von Benjamin Blümchen, oder? Das kenne ich jetzt nicht. Ich kenne ja schon viel, aber das weiß ich nicht. Was mir hier mal auffällt, ist, dass der Schriftzug nicht so hell beleuchtet ist, dass er komplett überstrahlt. Das funktioniert ja sogar mal belichtungstechnisch hier heute. Aber wir haben, oder kennen keinen, der jetzt da drauf ist. Ne? Also das hat jetzt hier keiner geschrieben. Er steht Nee, mit ich einem glaube Bademantel irgendwo an Deck 7. Ich glaube nicht. Oder auf Deck 7. iTurby ist auch im 5. Monat bei Twitch dabei. Dankeschön. Aber wenn die Nova kommt, das erste A am Schornstein. Da Okay. müssen wir, also das erste Horn, das erste A am Schornstein. Ich hatte noch gar keinen Glühwein. Malte ist auch wieder da. Schönes Schiff, also wirklich ein schönes Schiff, muss ich sagen. Hatte ich gar nicht so schön in Erinnerung. Ach, weißt du was? Ich glaube, als der Erstanlauf war, da war so furchtbares Wetter. Das ist nämlich auch Da hast du das Schiff gar nicht gesehen. Das ist auch das Vorschaubild vom Stream. Das Okay. war alles total diesig, ganz trostlos. Tatzes schreibt, es hatte sich jemand gemeldet, auch von Deck 7. Ja, haben wir vielleicht übersehen. Sorry. Ja, der Mäbelschubser sagt, der Wandsbeker Winterzauber hat bis zum 1.1., aber den finde ich nicht so schön. Da haben wir einmal den. Ist auch zu weit. Ja, hier rechts haben wir noch die Amadea. Die geht aber erst morgen raus. Weiß man denn jetzt schon, wo die Nova ist? Also die war eben bei Airbus, war das letzte, was ich gelesen hatte. Dann dauert das ja auch nicht mehr so wirklich lange, ne? Nee, das kann sich eigentlich nur so um 15, 20 Minuten handeln. Schade, dass wir die Begegnung nicht mitbekommen. Da sind jetzt alle fein raus, die wahrscheinlich am Bumendai-Ufer stehen. Boah, Akinos malt Herzchen hier, ASCII-Art auf Twitch. Und das Erdmännchen sagt, der Weihnachtsmarkt auf der Spitaler Straße Innenstadt hat bis 28. Dezember auf. Okay. Aber ich glaube, ich hatte nur so bis zum Gerhard-Hauptmann-Platz geguckt und dann habe ich gedacht, die haben eh alle zu. Ja, danke für die Infos. Da gibt es auch ein Feuerzangenbowle. Kai fragt, was das nochmal für ein Schiff war, das aussah wie ein Einkaufswagen. War das nicht Caribbean Princess? Ja, Ja. so ähnlich. Auf jeden Fall eins davon.
Und natürlich machen die Fährenfahrer auch wieder mit da unten. So soll das sein. Wann legt denn der dicke Pott da hinten wieder ab, weißt du das? Die OOCL? Also auf jeden Fall nicht heute. So viel kann ich schon mal sagen. Hier kommt auch noch ein kleiner Feeder gerade raus. Aber wir bleiben jetzt mal auf der Queen Anne. Da wird auch ordentlich geblitzt oben an Deck. Der Hetzer ist auch mal wieder da auf Twitch. Moin. Moin. Hier kommt noch was Dunkles. Aber der fährt uns gleich ins Bild. Bleiben wir noch ein bisschen auf den schön beleuchteten Kreuzfahrern. €2 kommen per PayPal von Fabian. Dankeschön. Dankeschön. Und er schreibt, Carla Kolumna war ein Benjamin Blümchen, Bibi Blocksberg und Bibi und Tina. Und ich glaube, Carla Kolumna war eine Reporterin, oder? Ich kenne die alle nicht. Trörö. Trörö. Ja, wenn ich reinzoome, fehlt mir noch ein bisschen mehr rechts an der Seite. Aber so können wir noch so ein bisschen hinterher schauen und dann müssen wir gleich irgendwann die Aida Nova sehen. Ein neues Prime Sub auf Twitch lässt Gygax da. Dankeschön. Gaso81 fragt, ob die N Verspätung hat. Sollte doch schon um 19 Uhr auslaufen. Nee, die war für 19:30 Uhr angekündigt. Also das passt schon. Schade, dass Silvester hier kein Feuerwerk ist. Das wär's doch, oder? Kannst du mir nochmal das Spezi bitte geben? Könnte man sich gleich ein paar passende Drinks vom Das wär klasse. Gym-Hotel holen. Und die Kullerbürste ist Habe ich auch gerade gelesen. schon seit 10 Monaten bei uns. Und wo ist der Kullerkamm? Ist auch dabei. Ja, schickt ja Grüße von Kullerbürste und Kullerkamm. Mhm. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Oh Mann. Auf Twitch schreibt gerade jemand, dass in Magdeburg ein Auto in einen Weihnachtsmarkt Oh gefahren ist. nein, Oh Mann, ey. das gibt's doch nicht. Sowas ist. Oh. Oh, Wenn nee. ich sowas immer höre, das kann dir echt den ganzen Tag versauen. Das gibt's doch nicht. Oh. Ja, dann werden sich ja wohl gleich auch die Ereignisse überschlagen, würde ich mal sagen. Ja, ja. Wenn das jetzt gerade passiert ist, dann wird das gleich wahrscheinlich irgendwann durch die Medien gehen. Oh Mann, ey. Braucht kein Mensch. Braucht man nie und schon gar nicht zu Weihnachten. Und dann ist schon so viel die Sicherheit hochgeschraubt. Ne? Man hat immer ein schlechtes Gewissen eigentlich, wenn man irgendwo hingeht, weißt du? Und was stimmt denn mit den Leuten nicht? Ja. Es ist Ja gut, wir wollen das nicht ignorieren. absolut nicht, nein. Aber Also auch nicht spekulieren.
Eben, also wir Ja, sagen, also ohne zu wissen, genau, wir warten ja, jetzt was da erstmal jetzt genau- ab und warten mal auf Schrecklich News. ist Wir es haben ja allemal. auch unsere lieben Wichtelchen im Hintergrund, die da mal ein bisschen jetzt schauen. Ja, kann einem wunderbar die Laune so ein bisschen vermiesen, also nicht nur ein bisschen. Da ist es auch schwer, die passenden Worte dann zu finden. Gut, ich kann ja mal gucken, was das da für ein Feeder ist, der gerade rausfährt. Das müsste Honey sein, mit 118 Meter Länge und 18 Meter Breite. Und Honey hat als Ziel auch immer noch Hamburg drin stehen. Kann das sein, dass Honey einfach nur verholt zu einem anderen Terminal? Da hinten sehen wir noch ein bisschen, ganz am äußeren Bildrand, noch ein bisschen was von der Queen Anne. Da müsste dann auch irgendwann die Nova reinkommen. Susanne fragt, wo die Musik herkommt. Das ist eine Barkasse, die hier gerade an uns vorbeigefahren ist, allerdings nicht durchs Bild, also mehr so auf der linken Seite. Und Alsterbogen ist auch auf der Nova. Die 2 Kabinen direkt in der Mitte über der Brücke auf Deck 17. Gucken mal, ob wir da heute noch irgendwas sehen. So, wir hätten ja gerne wieder mal Bademantel-Action. Also auf jeden Fall brauchst du auch einen zweiten Monitor hier, dass du immer das Live-Bild, damit du mir direkt sagen kannst, wo ich hinfilmen soll. Du brauchst hier so einen kleinen Kommandostand, auch mit einem Monitor. Aber jetzt rüstest du ja schon wieder auf. Guck mal, du brauchst so, weißt du, so ein kleines Stehpult, wo du deinen Computer drauf hast mit dem Chat und dann so einen Monitor. Die ganze Zeit kommen dir wieder komische Ideen, was man hier noch machen kann. Ja. Ne? Also ich bin ja immer froh, dass hier erstmal alles läuft. Also, ruhig brauner. Jürgen schreibt, ja, Hamburg Hafen Live Leitstelle. Ja, wir haben ja auch überlegt, wie wir es nennen. Nennen wir es Headquarter, Büro, Studio, wie auch Man immer. Man weiß es irgendwie noch Ne? nicht so wirklich. Ja, ich möchte da jetzt auch nicht drüber spekulieren. Also ist es traurig genug, so ein Ereignis. Auch danke für die Infos und das, wie gesagt, das kann einem natürlich echt die Stimmung ein bisschen versauen. Aber ich würde euch auch bitten, also natürlich könnt ihr euch im Chat darüber austauschen. Sowas jetzt irgendwie totzuschweigen wäre, glaube ich, auch völlig falsch. Aber bitte haltet euch mit Spekulationen zurück über Dinge, die nicht jetzt wirklich gesichert sind. Ja, es ist ja auch die Frage, was macht man in so einer Situation? So, wir stehen jetzt hier, es kommen solche Nachrichten. Würde mich jetzt auch mal interessieren, soll man es abbrechen? Aber im Prinzip gewinnen doch genau, es ist genau das, es
ist nur Unmut und es ist nur Terror. Also ich bin der Meinung, wenn hier etwas im Hafen passiert, Müssen wir ja gar nicht dann drüber bricht reden. man den Stream ab. Wenn so etwas draußen in der Welt passiert, bin ich der Meinung, dass es irgendwo auch gut ist, dass es eine Stelle gibt, wo man sich austauschen kann. Den einen beschäftigt das mehr als den anderen und der Chat ist irgendwo auch eine Community. Absolut. Und ich glaube von daher... Also ich glaube, jetzt wegen sowas, das hier jetzt abzubrechen, macht halt keinen Sinn. Nein, das macht keinen Sinn. Also jetzt zu sagen, abbrechen, dann, wie gesagt, ich kenne die Gründe jetzt nicht, aber wenn das tatsächlich ein Anschlag ist, dann Aber das werden wir ja auch derjenige erfahren. gewonnen. Ja, es ist ein Anschlag. Ich habe jetzt auch eben schnell mal kurz geguckt. Aber es ist halt die Frage, was macht man in so einer Situation? meiner Meinung nach die Stimmung ein bisschen anpassen. Aber einen Stream abbrechen, Nein, wenn im Hafen, das ist ja gar im keine Hafen ist was Frage. anderes. Also ich Das sag hatten wir mal, ja auch so, schon einmal. Ja. Andreas, ganz lieben Dank. 2,49 und er schreibt, hier ist nur Platz für Spekulatius. Ja, das ist richtig. Na? Ja. Ja, guck, und dann schreibt hier auch jemand, im TV wird ja auch nicht abgebrochen. Also, wie gesagt, ich finde, es ist richtig, dem nicht nachzugeben in dem Sinne und dann einfach auch hier ein Forum zu haben, sich darüber auszutauschen. Ich finde es auch absolut in Ordnung. Normalerweise sagen wir immer, wir wollen in dem Chat ja, da haben wir es gehört. Aber es war, ich glaube, das war nur die Nova. Ich schätze mal die Queen N, weil die ja in die andere Richtung zeigt, hören wir deshalb nicht. Na? So, und was wollte ich sagen? Normalerweise finden wir es immer gut, wenn sich der Chat in erster Linie um die Schiffe dreht, um das, was wir hier zeigen. Ja, wir haben nur eine gehört. Und gerade so politische Diskussionen, das finden wir immer nicht so gut, wenn die hier stattfinden. Aber okay. Wir warten jetzt auf die AIDA Nova und freuen uns, wenn es ein bisschen Ablenkung mit schönen Bildern gibt. Eulenspiegel fragt, ob wir jetzt über Festnetz streamen. Ja, also hier im Büro haben wir natürlich auch eine Festnetzleitung. War das eigentlich auch das Erste, was du gefragt hast, als du hier reingekommen bist? Nicht welches Büro, nicht der Blick, sondern wie sind hier die Leitungen? Wie sieht das hier aus mit der Technik? Ich habe in der Tat als erstes die Leitung durchgemessen. Als er noch dabei stand, oder wie? Als er noch daneben stand. Oh nein, wie peinlich. Ist das Ja. genau, als wir unser Haus oder ein Haus gesucht haben, denkst du, ich meine, du guckst dir erstmal, wie sieht das von außen aus? Wie ist der Garten? Oder hat das einen schönen Gesamteindruck? Was macht Patrick? Er rennt erstmal in den Keller und guckt, also er rennt erst in den Keller, guckt sich den Keller an und dann guckt er, ob ein Kamin da ist. Keller und Kamin. 2 Mark K, ja. Der Keller zum Basteln und so wolltest du haben und Kamin, weil du gern Feuer machen wolltest, ne? Genau. Guck hier. Robert gibt mir auch recht. Internetleitung ist wichtig. Absolut. Stell dir mal gerade vor, du kommst da rein und stehst erstmal und misst die Leitung durch. Das ist aber echt ein Knall. Schön. Einige von euch schreiben es, die beiden begrüßen sich am Bubendeiufer. Ja, Bubendeiufer wäre natürlich dann auch heute. Aber das kannst du ja auch nicht ahnen, dass die sich genau da treffen. Ja, wie denn Ja? auch? Ich meine, Ja.
Dafür, glaube ich, kriegen wir gleich schöne Bilder vom Drehmanöver. Ich überlege nur, ob ich mal ganz schnell auf Toilette gehe. Ja, mach das mal lieber schnell. Das wäre doch eine Möglichkeit, Aber oder? lass das Mikro hier. Ich lasse mal das Mikro hier. Besser ist das. Ach, und das ist jetzt so eine Tüdelage mit diesem komischen Mikro. Nö, das geht schon. So, dann kann ich jetzt hier mal übernehmen, ne? Du kannst mal an die Kamera gehen. Naja, aber hier passiert ja jetzt gar nicht so viel. Nee, dieses ganze fasse ich jetzt hier nicht an. Hier hast du den Griff und dann kannst du einfach so rechts und links so ein Ah, aber bisschen es ist doch, das Bild ist doch super. Kommt doch jetzt nichts. Muss doch nicht nach links und rechts. So, jetzt ist er weg. Jetzt könnt ihr wieder das fragen, was ihr sonst euch nicht zu fragen traut. Tür ist zu. Und hier ist noch die Frage, steht der Silvesterstream schon? Ja, also es ist nur vom Wetter abhängig. Also wir wollen ja wieder auf das Dach vom Deutschen Wetterdienst, weil man da ja genau das Feuerwerk sieht. Und das ist schon geplant. Also Ben, Peter und Patti wollen da oben rauf. Wie gesagt, wenn es nicht in Strömen regnet, aber wie ich die kenne, irgendwie wird es schon gehen. Remo sagt, Ton ist wichtiger als Bild, erzähl uns die wichtigsten Geheimnisse. Ja, was wollt ihr wissen? Stefan fragt, ob Patti gerne Whisky trinkt. Eine ganze Zeit ja mal, aber also es ist auch irgendwie wieder ein bisschen abgeflacht. Wir hatten ganz viel Whisky früher. Wir haben auch in unserem Fotostudio so richtig Whisky-Tasting und so mal gemacht. Das war richtig nett. Trinke ich auch mal ganz gerne, so mal ein, ne? Ja, Onkel Roman, live an Silvester. Und die Mädels machen dann den Chat. Also wir sind fürs Entertainment zuständig. Wird bestimmt ganz nett. Wir wollen ja auch Weihnachten was machen. Auf jeden Fall den noch von Deck 7, irgendwie so mittags oder früh Nachmittag noch so ein bisschen was, ein bisschen Schiffe. Ja, gucken wir mal. Das ging ja jetzt schnell. Jetzt habt ihr eure Chance verpasst. Ja, wenn das Licht aus ist, ist es auch ganz schön hier. Ich habe gerade mal das Licht im Büro ausgemacht, weil ich denke mir, ebenso wie auf einer Schiffsbrücke. Also Pratzimann, ich habe gesagt, die Leute dürfen alles fragen, wo du weg bist, wenn du nicht da bist. Also alles, was sie wissen wollen. Ja, da bin ich ja mal gespannt. Pratzimann fragt, was du am liebsten isst. Und was wäre deine Antwort? Also ich sag eigentlich so italienische Küche. Das ist ja eigentlich so echt deins, ne? Ja. Aber auch so Kaiserschmarrn, gute Schnitzel. deutsche, österreichische, also schon, ich bin schon so deftig, ne? Ich bin jetzt nicht so ein Karnickel. Nee, ne? Ja, wir können ja noch mal einen Blick zur Elbphilharmonie rüberwerfen. Und dann werde ich gleich irgendwann zurückschwenken. Dann nehmen wir die AIDA Nova in Empfang. Ist es denn eigentlich langweilig, wenn wir morgen das Auslaufen von der AIDA Nova auch zeigen? Frage ich jetzt mal für einen Freund. So, da haben wir den Blick. Und dann nehmen wir doch die Fähre für den Schwenk rüber, für den U-Turn. Und dann müsste eigentlich gleich die AIDA Nova auftauchen. Also die meisten wollen es morgen nicht sehen. Da musst du dir was Die haben anderes- alle Nein geschrieben. Ich habe musst- gefragt, ob es langweilig ist. Ach so, ich hab gedacht, das ist okay. Ich dachte, das wäre jetzt auch, wäre auch als Scherz gemeint, dass sie alle Nein schreiben. Aber dann habe ich das wieder nicht so richtig verstanden. Aber auslaufen der Amadea sehen wir nicht so wahnsinnig viel, weil die hat ja in Fluchtrichtung geparkt. Ja, aber können Sie das nicht nochmal ändern? So, Ich rufe mal an damit es ein morgen. bisschen spektakulärer wird? Ich rufe mal morgen an. Ja, mach mal.
Hattest du die letzten Spenden von Pinkeli gesehen? Ich glaube nicht. Pinkeli62 schickt 5 € Superchat und schreibt, auf Nee, das hatte keinen ich noch Fall nicht. abbrechen. Ist ja nichts im Hafen passiert und es ist schlimm, was passiert ist. Aber Streamabbruch, nein. Ja, da bin ich auch ganz der Meinung. Und Holgi Pium, 2 € Superchat und er fragt, pst, Paddys Ja, Geburtstag. das ist ja jetzt schon bekannt. Das ist ja mittlerweile Ich sag's bekannt. nochmal. 22. März. Ja. Hast du ja selber auch mal im Stream gesagt. Und irgendjemand hat es dann doch noch irgendwie rausgefunden. Irgendwie habe ich mich mal verplappert. Genau. Und da kommt die Aida Nova. Wir sehen sie, wir sehen jetzt nur oben den oberen Teil hinter der Amadea. Aber das könnte natürlich ein ganz schönes Bild geben, wenn die gleich dahinter vorkommt. Stefan fragt, ob das nicht das Loveboat ist. Habe ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht drauf geachtet, aber ich glaube nicht. Loveboat hat eine andere Farbe. Da musst du Schwester Hansen fragen, die kennt sich damit aus. Ja, das stimmt. Das stimmt. 5 Subs auf Twitch verschenkt noch der Marder 182. Dankeschön. Und die Drachenmutter ist auch mal wieder da. Nein, Christian, mein Geburtstag steht nicht im Nummernschild. So, da kommt die Aida Nova. Also es sind nur so einige Zuschauer wirklich auf der Nova. Die Falkenstein ist das. Ja, ich bin ja mal gespannt, wie das jetzt hier wird. Aber Ach, ausgerechnet guck mal, heute Torben dreht sie dann sagt, nicht. du hast mit ihm zusammen Geburtstag. Unser Wenn ich das jetzt so, also wenn du auch, Schiffsmechaniker wenn du auch Torben. am 22.03. Geburtstag könnt ihr ja schön Party zusammen machen. Macht auch nichts, wenn du Tag vorher oder nachher, da kann man rein oder raus bin doppelt feiern so oder alt wie was auch Torben. immer. Mindestens. Mehr als doppelt so alt. Martin fragt, wo Brigitte ist. Keine Ahnung. Vielleicht hören wir sie gleich. Cool wäre, wenn Brigitte jetzt unten stehen würde. Das müssen wir auch mal machen. Direkt unterm Fenster. Ja, das wäre so cool. Also Brigitte, wenn du das hörst, wir müssen hier nochmal uns treffen, ne? Wollen wir ja eh machen. Aber die komplette Beleuchtung hat sie nicht an, die Nova. Ich brauche noch ein bisschen Strom für die Party gleich. Max Smoker fragt, ob wir gerade im neuen Büro sind. Jawohl. Guck mal, 2 € von Anja für deinen Geburtstag. Ach hier, Stefan schreibt, seine Mutti hat auch am 22.03. Ist ja lustig. Remo schreibt die Frage, hast du auch gerade gelesen? Remo sagt, das müssen wir fragen, wenn Tanja auf Toilette ist. Also ich kann euch verraten, ich bin Wassermann. Wie mein Papa. Ja. Aber dein Papa hat im Januar, ich habe im Februar. Beides Wassermänner. Und ganz am Anfang vom Februar. Also jetzt müsst ihr es wissen. Bingo! Keks hat's rausgefunden. 1.2. Da Max fragt, seid ihr im Kristalltower? Nee, das wäre auch schön. Da waren wir ja auch schon mal. Ein Stückchen weiter. Kristalltower setzt dem Ganzen hier nochmal einen oben drauf. Obwohl das auch sehr schön ist da. Christa hat am Mittwoch. Nee, hatte. Ich hatte am Mittwoch.
Ja, dann kriegst du noch ein nachträgliches Geburtstagsgeschenk. Kriegst nämlich noch Post von mir. Jetzt schreiben alle, wann sie Geburtstag haben. Ja. Schatz, da musst du den Stream nochmal nachgucken und bei jedem im Chat den Geburtstag notieren. Das und wär dann lustig. die Hamburg Hafen Live Geburtstagsliste. Das wär's doch noch. Der Nordlicht, ganz lieben Dank. Nochmal 11,99 für sensationelle Dankeschön. Bilder. Dankeschön. Und Mike ist auch nochmal mit 2,49 dabei. Hansi fragt, ob das Schiff noch nornt. Oder du meinst hornt. Hornt. Das weiß ich Dankeschön. nicht. Ich glaube aber nicht, dass die jetzt hier nochmal einen rauslassen. Kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Aber wir wollten ja nachher eh nochmal das Geburtstagshorn raushauen. Ja. Raushauen. Denn Geburtstagshorn Christa muss hatte noch ja mal auch raus. Geburtstag. Nachträglich für Christa und für Peter. Jetzt müssen wir erstmal gucken. Wir hatten doch jemanden, das war aber hinten am AIDA-Logo, oder? Deck 17? Beim Schornstein, beim ersten A am Schornstein. Also irgendwas mit Schornstein und A. Das kann ja nicht so schwer sein, oder? Eins A. Also ich muss jetzt aber hier gerade noch mal mit meinem Weißabgleich was probieren. Mir ist das Bild gerade so komisch warm. So ist es ein bisschen sehr kalt. Ups. Ich glaube, so passt es etwas besser. Es war mir eben alles ein bisschen zu warm. Vorne winken zwei. Guck mal, über der Brücke. Ah. Siehst du das? Ja. Ich gucke hier jetzt auch gerade mal bei mir auf dem Monitor. Hier. Ja, ja. Guck mal, du kannst auch da auf dem Computer gucken. Ja, aber das sehe ich hier besser. Und da drunter auch, da kommen Morsezeichen. Guck mal, jetzt gehen die ganzen Lichter an. Richtig cool. Die sehen uns jetzt gar nicht, wenn wir hier das Licht aushaben im Büro. Ja, aber Sie sehen doch den großen Lichtschacht vielleicht von dem Fenster. Deck 17 unter der Brücke. Also, Blinkerreihe unter der Brücke. Jetzt bin ich aber mal gespannt. Da an der Seite tut sich auch was. Von hier oben das Drehmanöver. Mo schlägt vor, wir sollen hier ein Stroboskop ins Fenster hängen. Also wir sind am Überlegen, ob wir hier nicht irgendwie so farbige Beleuchtung machen, wenn wir einen Livestream haben. Ich bin ja für Rotlicht, aber einige von euch meinten,
Rotlicht ist too much. Ich glaube, ich habe Brigitte gehört. So, und irgendjemand stand doch auch beim A, oder? Bitte? Aber da sehe ich niemanden beim A. Unter dem Schriftzug. Ich gehe nochmal an das A. Da sind auch welche am Winken. Eine ganze Familie. Ein bisschen hell da oben. Haben wir gesehen. Also die sieht man ja jetzt ja richtig gut. Aber so ist es natürlich ein bisschen sehr dunkel. Oh, da muss ich auch noch mal den Weißabgleich gerade korrigieren. Mit der zweiten Kamera. Das ist Brigitte. Ich glaube, wenn Brigitte hier im Büro pfeift. Also wenn Brigitte hier im Büro pfeift, dann gibt's für Ohrenärzte was zu tun. Herrlich. Ich finde Rotlicht super. Wo Brigitte steht, Chris, ich kann es dir nicht sagen. Ich nehme mal an, dass die unten da Seemannsmission steht, wo wir sonst immer gestanden haben. Da ist auch noch was los. Und guck mal, da unten auch. Ja. Überall Lichter. Ja, ein eigenes Typhon hier oben, das wäre noch was. Wir haben ja die Schiffsglocke. Sag mal, wollen wir die Schiffsglocke gleich mal vorführen? Es ist doch keiner da. Die können wir definitiv nur, Also wenn wenn hier jemand da ist. Bürozeiten sind, dann fliegst du gleich kopfüber in die Elbe. Das kannst du vergessen. Ja, das können wir machen. Soll ich die mal holen? Ja, mach mal. So, Schiffsglocke. Ohren zu halten. Ich hoffe, dass ich jetzt nicht irgendwas Verbotenes getan habe mit irgendwelchen Seezeichen, die man nicht geben darf oder so. Ach. Robert Kröber schreibt, auch so laut ist sie gar nicht. Wahrscheinlich hat unsere Software ganz gut funktioniert, die das ja abfangen soll.
Glocke läuten bedeutet eine Runde für alle. Also man denkt ja echt, die fährt hier gleich rein. Ne? Das ist ja so unglaublich. Vielen Dank an Kreativ-Andi. Genau. Der hat uns die Glocke geschenkt. Wollte ich auch gerade sagen. Die müssen wir noch mal zeigen, wenn es hell ist. Ja, also nicht nur geschenkt, er hat auch einen schönen Rahmen drumherum gebaut. Können wir gleich mal in die Kamera zeigen, er erinnert uns gleich noch mal dran. Der Andi macht auch immer diese tollen Anhänger für die Community-Fahrten und er hat schon wieder was ganz Tolles ausgeheckt. Also es geht weiter. Wahnsinn. Ich weiß gar nicht, ob ich davon ein Foto machen kann. Na, probier's doch. Das ist so dicht dran. Es ist so dicht dran. Also ich habe nur 70 mm. Nee, geht gar nicht. Krieg gar nichts mit hin. Ich kann dir mein Handy laden, wenn du das haben möchtest. Ja, aber echt. Willst du das mal haben? Ach, du hast ja selber eins. Ich habe selber eins. Oh, das ist jetzt aber echt richtig cool. Vielleicht könnte ich es mal hochkant probieren. Warte mal. Also das sind übrigens auch 70 mm für alle Freunde der Fotografie, was ihr jetzt auf dem Videobild seht. Dann könnt ihr euch ja ungefähr vorstellen, wie dicht dran das ist. Oh, Brigitte. Selber mal ein kleines Video machen. Großartig. Ich mach dir mal ein Foto, vielleicht brauchst du das. Du kannst ins andere Fenster aber gehen, dann komme ich an Ja. die Kamera ran. Okay. Ulrich Böcker, nochmal eine verschenkte Mitgliedschaft. Dankeschön. Und nein, die parken natürlich nicht nach Gehör ein. Ja, Andi, jetzt das Horn. Fuchsen fragt, wie lange die nun in Hamburg ist. Ja, bis morgen Abend. Also eigentlich sollte die auch erst morgen früh kommen. Und dass sie jetzt heute Abend schon kommt, liegt einfach daran, dass auf der Nordsee ein bisschen stürmisch ist. Und deshalb mussten sie leider etwas früher
Also abbrechen in dem Sinne nicht. Ich glaube, die haben trotzdem alle Häfen angefahren. Aber aus dem letzten Hafen, ich meine, das war Christiansand oder Christiansund, einer von den beiden, sind sie dann deutlich eher losgefahren und haben ein bisschen Schubrakete gegeben, um jetzt schon nach Hamburg zu kommen. Krawattekelch hatte gerade noch mal geschrieben, er kommt gleich mit der heißen Ecke. Ich glaube, das war die, aber eben nicht die vorbeigefahren. Ich glaube, das war die neue Lufthansa-Technik, ne? Müssen wir mal gucken. So, dann kriegen wir dich auf jeden Fall drauf, wenn du hier gleich vorbeikommst. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Aber morgens ankommen, abends wieder raus, ist halt so der normale Turnus. Hendrik, 2 Euro Superchat dafür, dass die Nova mal die Dankeschön. Hupe macht. Ich fürchte, davon bekommen die auf der Brücke nichts mit. Also Robert fragt, ob wir wieder einen Sturmflutwalk machen. Auf jeden Fall. War heute Morgen, ja. Aber 7:30 Uhr. 7:30 Uhr war der Fischmarkt aber ein bisschen überflutet, also war jetzt nicht so spektakulär. Aber also wenn das wieder hier losgeht mit dem Sturmflut, dann sind wir auch wieder... Da sind wir dabei. Deswegen hast du doch jetzt deine Ausrüstung. Das Lustige ist, wir sind ja hier mitten im Flutgebiet. Und wenn ihr euch schon mal gefragt habt, hier sind ja, also falls ihr die Gegend hier kennt, hier gibt es ja am Stielwerk und so, gibt es ja Brücken, die über die große Elbstraße gehen. Und eine dieser Brücken ist quasi unser Flutfluchtweg. Also wenn wir bei Flut nicht aus dem Gebäude rauskommen, ist der Fluchtweg über die Brücken mit bester Sicht auf den Fischmarkt. Aber ich meine, kannst du dich doch bei der Sturmflut auf die Das wäre beste Sicht da oben. Brücke stellen. Ja, besser geht's doch gar nicht. Und ja, Vor allem kannst du auch so langsam zeigen, wie das Wasser kommt. ich glaube, das ist noch ein Foto wert. Also ich finde ja, dass es hier abends am Fischmarkt so super schön ist. Also wer so nach Hamburg kommt und abends mal nichts vorhat, hier gibt es schöne kleine Restaurants, kann man etwas trinken, Seemannsmission oder auch oben die schöne Terrasse beim Gin Hotel. Also ich mag das, weil das hier auch nicht so überlaufen ist. Habe ich eben echt noch gedacht, als ich unten zum Anleger gegangen bin. Oder was meinst du dazu? Es ist doch... Die ganze Gegend ist mega einfach hier. Ich mag das total. Du bist so ein bisschen abseits vom Trubel und tagsüber der kannst Landungsbrücken. du hier natürlich auch super gut essen, abends natürlich auch, aber tagsüber, es gibt ja hier den Fischmarkt. Guck mal, das ist die Krawatti. Fischhalle. Oh ja, da kommt er. Da ist er. Krawatte Kelch. Hallöchen. Oh, war jetzt etwas langsam. Bisschen dunkel das Bild. Egal. Mit der heißen Ecke. Wann liegt die morgen wieder ab, ist hier die Frage? Ich muss noch mal nachgucken. Warte mal, lass mich mal gerade in meine E-Mails gucken. Aber ich meine, 18 Uhr ist so der typische... Ich meine 18 Uhr. So, wo haben wir denn? AIDA Nova. 18 Uhr soll die rausgehen. Auch cool, die Geräusche vom Terminal. Ballonpilot Arthur ist seit 13 Monaten dabei und er wünscht einen schönen 4. Advent. Arthur, ganz lieben Dank. Dankeschön. Schön, dass du so lange schon dabei bist und vielen Dank vor allem auch immer, dass du uns mit Wetterinformationen etwas unter die Arme greifst. Und du sollst ja noch wieder mit der Warthose durch die Fluten warten, Ja. sozusagen. Also Aber es ist echt heute richtig- kommt, also Sturmflut war heute Morgen und jetzt müsste ja auch bald wieder Hochwasser sein. Oder ist schon durch. Das war nicht so hoch.
Doreen meint einmal das Aida Nova Horn aus der Konserve. Ja, das können wir, glaube ich, mal ganz gut machen, oder? Absolut. Hau raus. Und wenn ihr euch fragt, wo dieses Geräusch herkommt, das ist, wenn so eine Containerbrücke bewegt wird. Mal gucken, ob wir sehen, welche hier gerade. Also, die fahren dann seitlich. Ist das die graue? Oh ja, das ist die graue. Die fährt so langsam. Ich meine, die ist das. Rob meint, die Hörner waren früher mal lauter. Ja, das kann sein, dass die mal lauter waren. Wir haben die irgendwann mal so ein bisschen runtergeregelt, weil einige dann immer vom Hocker gefallen sind. Und da kommt FMT Urla ist das. Hier mal das Gesamtbild. Schon einiges los hier, Ja. ne? Das ist der, also das vordere Becken, das ist der sogenannte Vorhafen. Auf der rechten Seite dann das Containerterminal Toller Ort. Und hinten, wo die Aida Nova jetzt einparkt, das ist das Cruise Gate Steinwerder. Und diese Hafeneinfahrt, die nennt sich Kaiser Wilhelm Hafen. Und davor ist noch der sogenannte Kuwerda Hafen. Das heißt, vor der Aida Nova gibt es noch eine Hafeneinfahrt. Das ist dann Kuwerda Hafen. Ivory fragt auch nochmal, an welchem Spot wir sind. Wir sind auf Deck 7, unserem neuen Büro hier im Hamburger Hafen. Der zweite Stream von hier jetzt. Der Wanderfall gefragt, ob man in so einem Büro wohnen darf. Nee, also ich glaube, in nicht. Gewerbeimmobilien darfst du nicht wohnen. Aber wäre auch keine schlechte Wohnung. Das wäre eine super Wohnung. Also da wird mir auch das Zimmer hier reichen. Bei dem Blick. Fairplay 96 hat gegrüßt und ich habe es nicht gesehen. Ach Mensch, Jungs. Wer hat gegrüßt? Fairplay 96 hat gegrüßt und ich habe es nicht gesehen. Oh nein. Verdammt. Da, nochmal. Liebe Grüße. Liebe Grüße. Winke, winke von Deck 7.
Mich würde echt mal interessieren, ob man jetzt sieht, wo wir hier stehen. Hier leuchtet ja nichts großartig. Also wenn du weißt, wo dieses Fenster ist, das sieht ja aus wie so ein riesen Lichtschacht. Zum Beispiel auch eben, als ich am Fischmarkt war, habe ich auch gezeigt, wo das ist. Und du siehst es schon. Ne? Also aber da war das Licht an. Jetzt ist ja dunkel hier. Nein, unten. Du siehst Ach ja so. das große Fenster und dann kannst Stimmt. du sagen, genau Und da drüber. Ja, ne? genau. Also du siehst, das sieht ja Genau. von der Seite aus wie ein großer Lichtschacht. Wenn du Ja. vorbeifährst, siehst du es ja. Ja, ganz genau. Ja, aber dann können wir ja Fairplay 96 gleich auch noch beobachten. Ich gehe noch mal rüber zur Aida Nova. Die Ich scheint gleich ihren Schrauber Liegeplatz Niki hat erreicht auch was zu haben. geschrieben. Ich muss mal gucken. Bitte? Die Schrauber Niki hat gesagt, stehst du drin, Patti? Man sieht euch nicht. Ja, ich mach mal das Licht an. Dann kann Niki sehen, wo wir sind. Du müsstest jetzt 4 hell erleuchtete Fenster sehen. Das ist unser neues Büro, Niki. Schrauber Niki ist auf Fairplay 96. Genau, Burkhard schreibt es auch, Rotlicht im Fenster. Hier kommt auch Rotlicht rein, natürlich. Barbara fragt, wie es mit Airbnb hier bei uns steht, wenn sie das nächste Mal kommt. Da müssen wir noch mal drüber diskutieren. Und ja, Koala Bär fragt auch nochmal, ob wir wirklich Hochwasser haben. Also heute Morgen hatten wir Hochwasser. Guck mal, Malte ist jetzt auch an Bord. Moin Malte. Endspurt zum Weihnachtsurlaub, ja. Hat Niki nochmal geschrieben, ob Warte er mal, uns gesehen hat? Ich muss jetzt hier noch mal gucken. Putznix schreibt, Rotlichtstream aus Hamburg klingt irgendwie falsch. Was genau klingt daran falsch? Ich finde, also für mein Empfinden ist Ich meine, das wenn man genau einen richtig. Rotlichtstream nicht aus Hamburg macht, wo dann? Von wo dann? Aus Braunschweig? Wir sind ja ganz seriös. Barbara sagt, sie bezahlt mit Schweizer Schokolade. Ja, das musst du dann mit Anja abmachen, weil die ist ein sehr großer Fan von Schweizer Schokolade. Wir natürlich auch, aber Und wenn, dann nehmen wir solche RGB-Lampen, dass wir die Farbe wechseln können. Ja, die Aida Nova ist soweit angekommen. Aber dann können wir ja jetzt noch mal hier einen Blick rüberwerfen. Ja, die fahren, ich weiß gar nicht, wo die hinfahren, Fairplay 96. Für wen brauchten wir denn eigentlich noch das Geburtstagshorn? für Peter und für Christa Hartmann. Stimmt, Also Christa hatte Geburtstag, Peter hat. für unseren lieben Peter. Der ist zwar nicht im Chat heute, weil der Geburtstag feiert, aber wir sagen mal Happy Birthday an unseren lieben Peter und Birthday. nachträglich für Christa. Und alle anderen, die Geburtstag hatten oder haben. Dann haben wir noch ein neues Prime-Sub-Mitglied, Yamas 2000. Willkommen an Bord. Danke dir Dankeschön. vielmals. Und Heike Müller verschenkt noch eine Mitgliedschaft auf Danke. YouTube. Dankeschön. Hier kommen jede Menge Vorschläge im Chat, was wir beleuchtungstechnisch machen könnten. Eine Neonlichtwerbung.
Ja, draußen, ich glaube, draußen was aufhängen. Nee, das Also ich gibt nur glaube, Ärger. vielleicht kann man mal maximal irgendwie so eine Wir Flagge könnten oder so höchstens hier so ein machen. bisschen so Lichterkettenmäßig irgendwas machen. So von einem Fenster so zum anderen. Dann siehst du das gut. Und das kannst du immer raushängen. Weißt du, was es ja auch gibt? Es gibt ja diese LED-Stripes, Ja, diese die liegen bei Streifen. uns auch irgendwo alle noch rum. Aber wenn du die ins Fenster machst, könntest du auch jedes Fenster mit einer anderen Farbe machen. Du machst es jetzt schon wieder kompliziert. Ich will hier so eine olle Lichterkette reinhängen und du kommst schon wieder so verschiedene Farben, verschiedene Breiten. Du wolltest doch die Schiffsglocke noch mal zeigen. Ja, der Whiskyhase haut auch noch mal was in den Pott. Für ein Büroschild. Dankeschön. Hamburg Hafen Life Love Room, Schwester Hansen. Ja, das wär's doch. Ja, oder ein Laufband ins Fenster, auch ein super Vorschlag. Das Ganz finde ich doll schon auf- wieder cool. Ja, Dann kann man auch immer da einblenden, wer da gerade lang fährt. So. Für die Hafenfähren. Das wäre doch super. irgendwas fällt uns schon ein. Zeig doch mal bitte die Schiffsglocke. Ach Dann gehe ich mal auf die Kamera. Wo muss ich dir denn hinhalten? Die Kamera da. Ja, aber die ist schon schwer, das weißt Die du, ist ne? schwer, ja. Also ich halte sie mal so Warte mal, hoch. wo bin ich denn? Ich glaube hier. Da. Die Kamera. Ja, dann mach du das doch. Ach so, ich soll das machen? Ja. Okay. Die haben wir nämlich von dem lieben Kreativ-Andi bekommen. Unsere Schiffsglocke ist auch so richtig alt, ne? Klong. Die ist schon ganz cool, oder? Und hat er hier auch extra so einen eigenen Rahmen gebaut dafür. Also, Also wir haben schon mal die Glocke, jetzt fehlt nur noch das Schiff. Ne? Ja. Also die Glocke haben wir schon mal. so. Fairplay 96, die fahren da hinten rein. Ja, eigentlich ist hier alles erledigt, oder? Aida Nova liegt an der Pier. Ich fand, das war ein super Programm heute. Eine Lautsprecheranlage wie beim Willkommenhöft. Achtung, Achtung, hier spricht Deck 7. Willkommen am Tollerort. Ja, sollen wir dann auch jedes Mal hier die Hymne spielen, wenn ein Schiff vorbeikommt? Können wir machen. Das wäre was. Ja, eine Parkscheibe haben wir auch, aber eine Parkscheibe brauchen wir hier nicht. Mobbele ist seit 8 Monaten dabei. Dankeschön. Danke. Ja, ansonsten glaube ich, ich gucke noch mal gerade, ob hier irgendwas auf dem AIS noch los ist. Nö. Da ist nix. Okay. So, was meinst du? Ja, Wollen wir noch mal hier ja. Soll ich dir mal wegpacken hier? den Computer? Ja. Dann mache ich mal die Kamera an. Ja, Da müssen wir hin. da. Ich stehe, du sitzt, dann sind wir gleich groß. Super. Ja. Also ihr merkt, Passt ja, wir ne? müssen uns noch ein bisschen organisieren hier. Vieles ist noch nicht optimal, auch so wie das alles angeordnet ist. Aber ich glaube, das macht ja auch den Charme aus, dass es nicht gleich von Tag 1 aus Geht perfekt ja auch ist. gar nicht. Als nächstes gehen wir erstmal den Ton an. In unser Ah. Haus sind wir, glaube ich, vor 30 Jahren gefühlt eingezogen und da fehlt auch immer noch die Hälfte. Die Hälfte ist schon wieder kaputt. Ja, das stimmt.
Naja. Nein, als nächstes gehen wir ein bisschen den Ton an. Das hatte ich ja am Anfang gesagt, dass das noch nicht optimal ist. Wir haben noch ein bisschen Hall drin. Wir haben draußen noch ein bisschen Windgeräusche. Da sind aber schon neue Mikrofone bestellt und neue Windschutzanlagen. Also alles so Step by Step. Windschutzanlagen, das hört sich so riesig an. Ja, es ist auch riesig. Naja, schauen wir mal. Ich glaube, das war heute von den Bildern her sehr schön. Mal eine etwas andere Perspektive, leicht von oben. Queen Anne hat mir richtig gut gefallen, aber auch Aida Nova hier mit dem Drehmanöver fand ich echt mega klasse. Gut, eine traurige Nachricht hatten wir auch. Haben wir gesagt, das wollen wir natürlich auch nicht totschweigen. Da werde ich gleich auch erstmal gucken, was da genau passiert ist, da auf dem Weihnachtsmarkt. Tut uns natürlich unendlich leid, also wenn man sowas hört, das drückt halt immer so ein bisschen die Stimmung. Absolut. Weil man es auch einfach nicht fassen kann, ne? Es ist so unnötig. Es erwischt einen auch so ohne Vorbereitung. Weißt du stehst hier und denkst dir ein bisschen bunt blinkende Kreuzfahrtschiff und dann schreibt jemand sowas in den Chat rein und du musst dann erstmal irgendwie... Es gibt aber schon genug Elend auf der Welt, weißt du? Und ich meine, das ist vielleicht unvermeidbar, aber das ist... Ja, das muss nicht sein, sowas. Kann man das machen? Also das ist echt furchtbar, würde ich sagen. Trotzdem vielen Dank, dass ihr diesen Abend mit uns hier verbracht habt. Vielen Dank dass ihr überhaupt da wart, überhaupt für eure Zeit. Danke natürlich auch für die ganzen Spenden, die Unterstützung, Mitgliedschaften auf YouTube, egal ob verschenkt oder abgeschlossen, aber natürlich auch auf Twitch drüben, wo auch wieder eine ganze Menge los war. Vielen Dank da auch für die Bits und Subs, wie dort die Abos heißen. Ich würde sagen, morgen geht es heiter weiter, ne? Ich dachte, du sagst jetzt nochmal für die Moderatoren, danke. Oh ja, wir haben ja heute, Remo musste heute YouTube übernehmen, hat alles gegeben. Vielen, vielen Dank für die ganze Bande. Als Sandra und Peter auf Geburtstag sind. Genau, Anja ist feiern, ja. Ja, alle ausgeflogen. Alle ausgeflogen. Ist Weihnachtszeit, ne? Ist halt... Aber es geht ja auch immer relativ gesittet zu im Chat. Ein Glück. Also insofern. Vielen Dank dafür. Fürs gute Benehmen, ne? Ich denke, morgen auslaufender Aida Nova. Kommt denn nicht noch irgendwas? Ja, die Amadea, aber die steht natürlich so ein bisschen doof vom Winkel. Gut. Aber gut. Ne? Aber wir gucken einfach mal. Genau, wir gucken einfach mal. Was ist denn hier so mit Containerriesen morgen? Ich glaube, ja vorher mal rausfahren, bevor die Nova dann wieder rausfährt. Ich glaube, Eddie hat noch einen Test angefordert. Okay, also machen wir erst Test, dann Schiff. Ich muss mal gucken, vielleicht muss ich auch morgen, ich weiß noch nicht, ob der Test öffentlich sein kann. Eddie wollte irgendwas gucken, ob es kaputt geht. Naja, aber live dabei, wenn es kaputt geht. Naja. Schauen wir mal. Schönen Abend euch. Macht's gut. Tschüss.